Christian! Ich liebe dich. Es ist offensichtlich, dass meine Frau und Padre Jan mehr füreinander empfinden, als Bruder und Schwester normalerweise sollten. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Sie werden versetzt. Heute ist Ihr letzter Tag auf Mallorca. Ich habe gesehen, wo er die Briefe versteckt hat. Liebesbriefe an irgendeinen Jan. Wenn Sie irgendjemandem davon erzählen, verlieren Sie nicht nur Ihren Job. Mir war doch so, als wär's irgendwie kälter geworden. Du kannst ja richtig originell sein. Und? Hast du schon die nächste Intrige am Start? Intrige, was für ein hässliches Wort. So eiskalt muss man erst mal sein, das Glück der eigenen Tochter aufs Spiel zu setzen. Wenn ich deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen darf. Ich bin nicht mit dem Hausmädchen ins Bett gestiegen. Ich wäre auch nicht irgendwo hingestiegen, wenn du nicht dafür gesorgt hättest. Ich bitte dich, Ricardo, du hättest auch Nein sagen können. Patricia hat mich systematisch verführt, damit du die Kamera draufhalten und mich dann erpressen kannst. Meinem Sohn zu drohen. Das war nicht sehr nett. Ich musste meine Ehe retten. Du hast es versucht. Dabei sagt man doch Südländern nach, dass sie besonders männlich sind. Was? Steht dir sicher ausgezeichnet. Was? Hast du Julias Brief an Jan noch? Lieber Jan, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du auf Mallorca bleibst. Wir haben uns gerade erst wiedergefunden und die Vorstellung, dich sofort wieder zu verlieren, war einfach schrecklich. Natürlich habe ich sie wieder zurückgelegt. Du hast keine Ahnung, was das hier ist, oder? Ein Seidenschal. Ich gehe davon aus, dass du normalerweise ein hübsches Kleidchen dazu trägst. Das hier ist der Schal, in den Julias Brief an Jan eingewickelt war. Sie wollen also kündigen, weil Sie ein paar Mal auf Emma aufgepasst haben? Sie drücken mir Ihre Tochter doch ständig in die Hand. Aber ich bin keine Babysitterin, ich bin Assistentin der Geschäftsführung. Wenn ich das richtig im Blick habe, dann reden wir doch hier von was? 2 Mal, oder? Eine Betriebskita ist doch eine super Idee. Sie können damit Pluspunkte bei den Mitarbeitern sammeln. Ja, ohne Frage, meine oberste Priorität. Genau. Und meine oberste Priorität ist meine Karriere. Ich bin die beste Assistentin, die Sie haben können. Ah, ist das so? Ich koche Kaffee, ich mache Kopien, ich organisiere Ihre Termine und ich helfe Ihnen natürlich, einen Nachwuchsdesigner zu finden. Kurz, ich reiße mir den Hintern auf, um eine gute Assistentin zu sein. Und wenn Sie das nicht so schätzen müssen, dann bin ich weg. Da draußen steht nämlich die Chefsschlange für so jemanden wie mich. Gut, dann wäre das ja geklärt. Wie jetzt? Ich akzeptiere Ihre Kündigung. Sie werden schon noch merken, dass das ein Fehler war. Sicher.
Julia. Clarissa, hast du Ricardo gesehen? Nein? Wieso? Jemand war in meinen Briefen und wenn das Ricardo war, dann weiß er jetzt alles. Ich hätte das nicht tun dürfen. Du? Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste wissen, was du noch für Jan empfindest. Es tut mir leid. Das weiß Ricardo nichts? Wenn ich ihn verlieren würde... Du wirst ihn nicht verlieren. Er weiß nichts von den Briefen. Diese Briefe sind privat. Kannst du mir erklären, was du dir dabei gedacht hast? Hey, Charlie, du bist wieder da. Genau, rechtzeitig, wie immer. Christian, wie geht's dir? Alles super. Die Pumpe läuft wieder wie geschmiert, alles gut. Alles gut? Du hast geboxt, obwohl du wusstest, dass ich das umbringen kann. Was hast du dir denn dabei gedacht? Deine Art, Freund. Ach, und du hast doch überhaupt Schuld, dass es so weit gekommen ist. Es ist doch alles wieder in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Ihr seid doch meine Familie. Und wenn Christian was passiert wäre, ich wusste doch noch nie mal, was hier los ist. Hey, jetzt ist doch alles wieder gut. Ja, darüber bin ich auch sehr froh. Ja, das merkt man. Also so war das nicht gedacht, als ich sagte, Christian braucht Ruhe. Entschuldigung, Herr Doktor. Daniel? Charlie Schneider. So, es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Die Besuchszeiten sind vorbei. Und Christian hat noch einige Untersuchungen vor sich. Ja, aber... Tut mir leid, auch du wirst dich bis morgen gedulden müssen. Endlich. Ja. Können wir noch mal in Ruhe reden? Wozu? Du weißt doch eh schon alles. Hast du früher auch meine Tagebücher gelesen? Seit ich weiß, dass du Jan Briefe schreibst, kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ich will, dass wir endlich eine Familie sind. Was weißt du schon von Familie? Mach mal einen Punkt. Meine Briefe gehen dich nichts an. Und ob mich das was angeht. Ich bin eure Mutter. Und wenn du in deinen Bruder verliebt bist, dann geht mich das sehr wohl etwas an. Ich kann dir nicht verbieten, was du fühlst. Aber wenn du deine Ehe retten willst und wenn du eine Normalität mit deinem Bruder haben willst, dann reiß dich endlich zusammen. Du wirst uns alles verlieren. Mein größtes Problem ist es, diesen Designer zu finden. Bis zu den Fashion Days brauchen wir eine neue Kollektion. Und? Die einzigen, die ich zurzeit kriegen kann, spielen alle in der C&D-Liga. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Schon mal was von Chasseur gehört? Chasseur. Interessanter Name. Der hat gerade den European Design Award gewonnen und ich treffe mich morgen mit ihm. Das macht dann 27,20 €. Stimmt so. Rufen Sie mir noch ein Taxi? Selbstverständlich. Das glaube ich ja jetzt nicht. Hat mir übrigens sehr gut gefallen bei Ihnen. Charmante Karte, toller Service. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie uns bald wieder beehren werden. Gerne. Sonja Jäger? Ich fass es nicht, du bist es wirklich. Was ist los? Normalerweise fällst du mir um den Hals, dass ich fast hinten überkippe. Tut mir leid. Ich war nur so überrascht. Sebastian! Du erinnerst dich bestimmt noch an meinen kleinen Bruder. Ja klar, Tristan. Du hast Glücksspiele auf dem Pausenhof organisiert. Wir waren alle überzeugt davon, dass du eine großartige Zukunft vor dir hast. Bei der Mafia. Wir haben ein Familienunternehmen, das ist fast das Gleiche. Und du hast ihn immer beim D-Rex rausgehauen.
Kann dein Bruder immer noch so reden, dass man nach ein paar Minuten nicht mehr weiß, wo oben und unten ist? Entschuldigung, Ihr Taxi ist jetzt da. Was, du willst schon gehen? Naja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich muss nur noch meine kleine Tochter ins Bett bringen und dann trinken wir noch was bei uns auf Königsbrunn, okay? Bis dann. Schönen Gruß von Luise und Gregor. Danke. So, Unterwäsche, Socken, T-Shirt. Ich wusste gar nicht, dass er solche Unterhosen trägt. Ich finde es so schön, dass ihr wieder zusammen seid. Genau genommen sind wir frisch geschieden. Naja, manche Dinge müssen eben erst zu Ende gehen, bevor sie wieder richtig anfangen können. Wie bei Clarissa und dir. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Hast du seinen Bademantel eingepackt? Sag mal, ist eigentlich irgendwas passiert auf Malle? Du hast noch gar nichts erzählt. Ach, weil es viel Interessanteres gibt. Ich wusste immer, dass ihr beide wieder zusammenkommt. Wirklich? Warum hast du nie was gesagt? Oh, ich habe dir übrigens auch was mitgebracht. Oh. Danke. So einen hat Mama uns doch schon mal im Weiß geschenkt. Das ist dann in die Brüche gegangen und dann ging die Beziehung von Christian und mir in die Brüche. Also diesmal gut drauf aufpassen. Erstaunlich, dass du so was Hässliches ein zweites Mal gefunden hast. Hässlich? Also erlaube mal. Hab ich hässlich gesagt? Ich meinte natürlich besonders. Besonders. So wie das, was Christian und dich verbindet. Ach, Charlie, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir unseren jährlichen Spendenbrunch morgen wieder bei Ihnen zu Hause veranstalten. Dr. Mendes, herzlichen Dank. Aber nicht dafür. Wir wollen doch alle, dass die Jugendlichen ein schönes Weihnachtsfest haben. Ja. Dafür sieht die Liste auch ganz gut aus. Also wenn wir Sie und Ihre Kontakte nicht hätten, dann... Könnte das Zentrum dicht machen. Ja. Leider kann ich morgen nicht dabei sein. Ich habe noch eine Trauung in der Nachbargemeinde. Aber Padre Jan wird mich würdig vertreten. Wie schade, dass Sie nicht kommen können, Monsignor Matteo. Ricardo, ich wollte mich noch mal bedanken für deine Hilfe. Dafür, dass ich hier bleiben konnte. Nicht der Rede wert. Doch, für mich schon. Ja, wir sehen uns morgen. Es war gar nicht so einfach, den Herren vom Bistum beizubringen, dass wir die Versetzung von Padre Jan so kurzfristig zurückgezogen haben. Selbstverständlich habe ich die passenden Worte gefunden. Wenn ich mich recht erinnere, sind Sie dafür auch fürstlich entlohnt worden. Halt. Und ihr habt in jedem Zimmer eine Klingel für die Bediensteten. Ja. Was willst du trinken? Bier wäre schön. Sie haben einen Wunsch. Nein. Das heißt doch. Würden Sie uns bitte ein Bier bringen? Sehr gerne. Obergärig oder untergärig? Wir haben Altbier, Kölsch, Pilz, Hefeweizen, Münchner Dunkel und Bockbier. Ein Alt, bitte. Sehr wohl. Kann der inzwischen Gedanken lesen? Sag mal, seid ihr damals nicht eigentlich beim Dirks ins Büro eingebrochen und habt ihm einen Kalender mit nackten Frauen dahin gehängt? Dein Bruder hat erst mitgemacht, nachdem ich ihm unterstellt habe, dass er ein Problem mit nackten Frauen hat. Kein Wunder, dass das gezogen hat. Mann, warst du verknallt in mich. Bitte. Du warst in mich verknallt, bist mir die ganze Zeit hinterhergerannt mit diesem Welpenblick. Das war peinlich. Wie böse du geworden bist. Ja, er ist gut im Training. Hattest du nicht noch irgendwas zu erledigen? Komm. Jetzt erzähl aber mal. Was hast du so getrieben die ganze Zeit? Weißt du noch unser letztes Tischtennismatch? Ja, klar. Ich hab dich platt gemacht. Du.
Mich? Mhm. Dann schuldest du mir wohl eine Revanche. Jetzt? Du hast recht. Ich liebe ihn. Ich will das nicht hören. Vielleicht muss ich das aber mal aussprechen. Wenn du es aussprichst, ist das eine Wahrheit, die im Raum steht. Die kann man nicht mehr wegdiskutieren. Aber Herrgott, Julia, ich habe deine Briefe gelesen. Ich weiß, was du für Jan empfindest. Die Frage ist doch, wie es jetzt weitergeht. Genau das ist mein Problem. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du sagst, du liebst Ricardo und du willst ihn nicht verlieren. Das ist doch richtig so, oder? Ja. Dann vergiss, was in den Briefen steht. Verbrenne sie. Ricardo darf das niemals erfahren. Komm endlich darüber hinweg. Je schneller, desto besser. Das sage ich, weil ich dich liebe. Und weil du nicht willst, dass ich deinen Traum vom perfekten Familienglück kaputt mache. Nicht nur mein Familienglück. Krieg dich endlich im Griff. Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles unter Kontrolle. Hola, Cielito. Clarissa. Da bist du ja. Ich hab dich so vermisst. Was soll denn das? Christian. Du? Da haben Sie aber Glück gehabt. Gerade war Mama noch da. Also, wenn der wüsste, dass ich hier mit dem Pfleger und so. Ey! Gerade noch mal die Kurve gekriegt. Der Mann ist aber auch ein Original, oder? Wir wären aufgeschmissen ohne ihn. Hast du immer noch nicht gelernt, dir ein Brot zu schmieren? Ach, und das ausgerechnet von dem verzogenen Diplomatenluder, ja? Willst du jetzt spielen oder quatschen? Jetzt erzähl doch mal endlich. Was hast du die ganze Zeit so getrieben? Im Moment hoffentlich gleich gewinnen. Als du damals nach dem Abi nach Afrika gegangen bist, habe ich gedacht, so, jetzt heiratet sie einen Maasai-Krieger und bleibt einfach da. Oder du gehst nach New York und wirst Investmentbankerin. Hab beides gemacht. Los jetzt. I got another 50 seconds and I'm ready to play. Say money out of here today. I got another 50 seconds and I'm ready to play. I got my record in hand. Now leaving till I don't think you understand. With a dirty look in your face. I bet you know beef jerky has an aftertaste. Go! Money out of here today. I got another 50 seconds and I'm ready to play. Say money out of here today. I got another 50 seconds and I'm ready to play. I got my record in hand. Now leaving till I don't think you understand. With a dirty look in your face. I bet you know beef jerky has an aftertaste. Go! Spiel, Satz und Sieg. Früher warst du irgendwie besser in Form. Früher hatte ich auch nicht am nächsten Tag ein Meeting, von dem alles abhängt. Dafür hatte ich früher eine Freundin, der ich alles erzählen konnte. Du kannst mir immer noch alles erzählen. Also, haus raus. Ich brauche einen neuen Chefdesigner für Linie CL. Dürfte nicht ganz leicht sein mit dem Prozess, den ihr in den USA in den Hacken habt. Woher weißt du denn von dem Prozess? Zeitung. Naja, ich treffe mich auf jeden Fall morgen mit Chasseur. Schon mal gehört? Mhm. Ich sag dir was, dieser Chasseur, der wäre perfekt.
Und er trifft sich mit dir. Du weißt doch, was ich immer sage. Mhm. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Einmal nach einem Besuch in Hamburg. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Entspann dich. Heute Nacht kannst du sowieso nichts mehr machen. Desolate shore, the waves come in with a roar. The children are playing, throwing stones in the water. Dogs are chasing seagulls. Are bickering, 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 bickering. Horses are out in the pasture, seeing who's running faster. And inside the house, a young girl is sewing, but a peaceful scene, like a faded dream. It all looks like a sepia photograph. Weiß Daniel wohl, dass sein Pflegepersonal die Patienten sexuell belästigt? Mein Gott, das wollte ich nicht. Dann werd ich direkt. Bleib hier. Das nenne ich mal Pflegeservice. Den kannst du von jetzt an immer haben. Vor allem, wenn du endlich wieder nach Hause kommst. Unsere erste gemeinsame Nacht habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ganz ehrlich, ist mir sowas von egal. Ich bin einfach nur froh, dass wir endlich wieder eine erste gemeinsame Nacht hatten. Da komm ich mal. Ich wollte nur... Ja, die Morgenvisite kommt gleich. Danke. Danke. Dann ist die Nacht jetzt wohl vorbei. Mann, ich will nie wieder ohne dich aufwachen. Das wirst du auch nicht. Nie wieder. Kommst du bitte mal? Sie entschuldigen? Hey. Jan? Liebe Freunde, lieber Padre Jan, die meisten von euch kennen Padre Jan bereits und wissen, was für hervorragende Arbeit er für unser Jugendzentrum leistet. Danke. Dankeschön. Ich möchte mich ganz herzlich, auch im Namen von Monsignor Matteo, für Ihre großzügigen Spenden der letzten Jahre bedanken. Ohne diese Hilfe wäre unser betreutes Wohnen im Zentrum überhaupt nicht möglich. Und auch dieses Jahr wollen wir unseren Jugendlichen ein besonders schönes Weihnachtsfest bescheren. Viele von ihnen haben ihre Familien schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und Familie ist das Wichtigste. Um die Rede nicht unnötig in die Länge zu ziehen, genießt den Tag und tragt euch eifrig in die Spendenliste ein. Vielen Dank. Dankeschön. Sag mal, Schwager, was hältst du denn davon, wenn wir mal was Ungefährliches machen? Also, nichts mit Sport, meine ich. Vielleicht einen Familienausflug? Ich glaube, Timo und Leonie würden sich sehr freuen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das helfen kann. Okay. Darf ich? Danke. Ja, wenn Sie unbedingt wollen, dann komme ich natürlich zurück, Herr von Lahnstein. Aber wir sollten noch mal über mein Gehalt sprechen. Hm? Weiß ich. Soll sie Sebastian nennen? Na gut. Was machst du da?
Ich übe, was ich sage, wenn ein Fastschwager mich wieder einstellt. Hast du was hingeschmissen? Dabei war es doch gar kein schlechter Job für jemanden, der nichts gelernt hat. Das klingt ja fast so, als würde ich nichts können. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber ohne Ausbildung, da hat man nicht wirklich viele Möglichkeiten. Also mir fällt eigentlich nur Politiker ein. Oder Stallbursche? Oder in der Schlachterei, die suchen auch immer Leute. Also ich will den nicht als Stallbursche haben. Oder Leichen waschen in der Pathologie, da verdient man richtig Geld. So, ich bin weg. Bis später. Später. Vielleicht sollte ich doch noch mal mit Sebastian reden. Na, schaden kann es nicht, wenn du dich entschuldigst. Entschuldigen? Wofür denn? Dass ich es gewagt habe zu kündigen, oder was? Jessica, das kann ein Arbeitgeber schon in die Bredouille bringen, wenn einer seiner Angestellten von jetzt auf gleich alles hinschmeißt. Ja, deswegen freut er sich ja auch, wenn ich zurückkomme. Am besten sollte ich gleich mit ihm reden. Ja, der trifft sich gleich mit dem Designer. Ich weiß auch wo. Vielleicht sollst du abwarten, bis der Termin vorbei ist, falls wichtig ist. Hallo Charlie. Morgen. Bist du wieder da? Ja, ich muss mich mal wieder um meinen Laden kümmern. Ist das Ihre Kleine? Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Danke. Wollt ihr frühstücken? Nein, ich bin nur der Babysitter. Sebastian hat einen Termin. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja. Sie ist ja wirklich süß, die Kleine. Kaum zu glauben, dass sie von Tanja ist. Keine kleinen Hörner, Hufe, Schwefeldampf. Charlie. Hey. Hallo. Hi. Wünsch mir Glück für diesen Termin gleich, ja? Chasseur. Ganz ehrlich, das ist bestimmt irgend so ein Fatzke aus Castrop-Rauxel, der sich mit Mühe und Not einen französischen Akzent antrainiert hat. Das glaube ich nicht. Man merkt, dass du im Französischunterricht nie aufgepasst hast. Chasseur heißt Jäger. Mein Nachname. Oh mein Gott, bist du schwer von Begriff. Ich bin Chasseur. Nee, ne? Und warum sagst du mir das erst jetzt? Danke. Ich brauche noch Zucker. Schon drin, 2 Stück. Du warst zu spät? Dann weiß Julia... Julia weiß nichts. Wenn du aufhörst, sie so anzustellen, dann bleibt das auch so. Ich dachte, Käseigel sind in den 70ern ausgestorben. Hoffentlich nicht. Sie sind so gesund. Perdón. Padre Jan, ¿puede dedicarme un momento? Sí, sí, claro. Sí, sí. Julia, du hast heute auch noch andere Gäste außer deinem Bruder. Ich weiß. Na, dann verhalte dich auch so. Ich will ehrlich zu dir sein. Gestern hat Commodore mir ein sehr lukratives Angebot gemacht. Einer der ganz großen Namen. Da kann Linie Zell natürlich kaum mithalten. Aber sieh's doch mal so. Bei denen setzt du doch nur die Vision des Chefdesigners um. Bei uns bist du die Vision. So viel künstlerische Freiheit bekommst du nirgendwo sonst. Wenn ihr den Prozess in den USA verliert, ist Linie CL erledigt. Du kennst Tanja nicht. Es gibt nichts, was meine Frau nicht schaut. Das ist der Chef von Commodore. Er schaut schon mit den Hufen. Eine Sekunde, bitte. Natürlich. Buongiorno, Signore Greco. Vertragsunterlagen werden... Ach, Jessica, nicht jetzt. Oh doch, genau jetzt. Ich will Ihnen nämlich noch eine Chance geben. Wovon reden Sie? Sie haben gekündigt. Ja, und diese Kündigung möchte ich jetzt zurückziehen. Das können Sie überhaupt nicht. Ja, aber Sie? Es war ein Fehler, mich gehen zu lassen. Und ich gebe Ihnen die Chance, diesen Fehler wieder gut zu machen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Worauf warten Sie noch? Möchtest du dich nicht vielleicht persönlich bei unserem Freund bedanken für seine großzügige Spende? Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr Sie unseren Jugendlichen damit helfen. Besonders die Weihnachtszeit ist für viele von ihnen sehr schwer. Ohne Familie. Ohne Familie kann ich mir mein Leben gar nicht mehr vorstellen. Sie müssen wissen, ich habe großartige Kinder und ganz, ganz wundervolle Enkel. Wo hast du denn deine wundervolle Tochter gelassen?
Leonie verbringt gerade sehr viel Zeit mit Emilio. Ich glaube, die beiden mögen sich sehr. Ausgerechnet der größte Casanova Mallorcas. Da musst du gut aufpassen. Nein, muss ich nicht. Sie weiß ganz genau, was sie will. Da kommt sie ganz an ihrem Vater. Entschuldige, ich muss mich um die anderen Gäste kümmern. Ricardo, lass uns ein paar Fotos von dir und Julia machen. Schließlich seid ihr die Gastgeber. Bis später. Dr. Mendes! Wo gehst du hin? Ich habe Kopfschmerzen. Ich gehe mich kurz ausruhen. Im Übrigen war die Idee mit der Betriebskita großartig. Wie eigentlich alle Ideen, die ich hatte. Wenn ich jetzt mit meinem Geschäftstermin weitermachen dürfte, ja? Sie sind ja eine Frau. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Sie müssen Chasseur sein. Wir dachten, Sie wären ein Mann. Ja, also, er dachte eigentlich, Sie wären ein Mann. Aber diese Manager-Typen können sich ja nie vorstellen, dass wir Frauen es zu was bringen. Ja, und weil ich diese Chart ja wieder auswetzen muss, will Frau Stiel uns jetzt ganz in Ruhe weiter. Nein, ich bin Assistentin und keine Babysitterin. Ich war völlig im Recht zu kündigen. Deshalb habe ich Ihre Kündigung ja auch akzeptiert. Ja, aber Sie sind doch völlig aufgeschmissen ohne mich. Moment, Sie erwarten jetzt also wirklich, dass ich Sie wieder einstelle? Und dass Sie sich entschuldigen. Gut, dann eben ohne Entschuldigung. Auch das nicht. Sie sind so ein... Muss ja der Hammer sein, für Linie CL zu arbeiten. Tut mir leid. Frau Stiel hat diesen gewissen Hang zur Dramatik. Aber sie ist engagiert. Und sie hat recht. Eine Assistentin ist kein Babysitter. Ist ja gut. Ich werde drüber nachdenken, okay? Was hast du Commodore gesagt? Dass ich nicht zur Verfügung stehe. Das ist ja fantastisch. Willkommen an Bord. Und, wie ist es gelaufen? Ja, ich hab dir mal ordentlich die Meinung gesagt. Dann hat's nicht geklappt. Nee, und ich glaube, das wird doch nichts mehr. Hey, Hey Olli, wie geht's dem Cowboy? besser. Der Nachtdienst im St. Vincent bewirkt wahre Wunder. Wie? Ich habe als Pfleger verkleidet im Krankenhaus geschlafen. Ich will auch nur kurz duschen, dann bin ich gleich wieder im Krankenhaus. Ich hol dir einen Kaffee. Danke. Sag mal, hat einer von euch Raphael noch mal gesehen? Ja, gestern, als wir nach dir gesucht haben. Er war ganz schön von der Rolle. Ich war so neben der Spur wegen Christian. Er wünscht Christian und mir alles Glück der Welt. Und will meiner Liebe nicht im Weg stehen. Oh, noch so eine schwülzige Drama Queen. Gut, dass er weg ist, weil ihr beide zusammen, das hätte nach einer Woche einen Mord und Totschlag gegeben. Ihr Fritsche! So, Herr Kapitän. Eigentlich will ich nur eine Sache wissen. Wann darf ich hier raus? Wir werden dich nur ein paar Tage hier behalten zur Beobachtung. Das sind deine Untersuchungsergebnisse. Christian, du hattest einen Herzinfarkt. Mit deiner Herzmuskelentzündung als Vorgeschichte. Dein Herz wurde bei dem Infarkt einfach zu extrem gestresst. Und ich werde dir hoch und heilig versprechen, ich werde artig sein und nie wieder boxen, okay? Das wird nur leider nicht reichen. Dein EKG zeigt Herzrhythmusstörungen an und damit ist nicht zu spaßen. Du wirst jetzt dauerhaft Beta-Blocker nehmen müssen und kein Sport mehr. Spaziergänge, ja, vielleicht auch ein bisschen schwimmen. Aber alles andere ist tabu. Ja, ich will ja auch nur ein bisschen joggen. Ich rede ja nicht von Leistungssport. Christian, alles, was deinen Puls auf über 130 bringt, kann dich töten. Und was ist mit Reiten? Das ist viel zu gefährlich. Daniel, das ist mein Beruf. Wie soll ich denn bitte Jockeys trainieren, wenn ich nicht mehr aufs Pferd darf? Den kannst du ja auch ruhig weiterhin ausüben. Du darfst halt nur nicht mehr mittrainieren. Ricardo? Geht's dir besser? Ja, ich komme gleich. Alles in Ordnung? Was meinst du? Naja, du hast Senora Valdez vorhin einfach so stehen lassen. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch. Aber ich kann so nicht weitermachen. Ich weiß, ich habe versprochen, dir deine Geheimnisse zu lassen, aber... Da gibt's auch wirklich nichts zu... Julia! Ich habe deine Briefe an Jan gelesen. Sie wollten mich sprechen? Es tut mir leid, ich hätte nicht einfach so in Ihren Termin platzen. Frau Stiel, es wäre schön, wenn Sie mich wenigstens in meinem Büro ab und zu Wort kommen ließen. Aber auch wenn es Ihnen schwerfällt. Meine Papiere, klar. Das ist ja... Der Antrag auf die Bezuschussung einer Betriebskindertagesstätte. Kümmern Sie sich drum. Frau Stiel, Sie sind frech und Sie gehen mir auf die Nerven, aber Sie sagen, was Sie denken und... Auch wenn ich das nicht hören will, aber ich schätze das. Ich sage Ihnen, kein guter Chef kann Arschkriecher leiden. Übertreiben Sie es nicht. Das mit der Kita war eine gute Idee und... Weiter so. Das hier wird sofort erledigt. Und wenn Sie doch mal irgendwie Probleme mit Emma haben, ich bin da, ja? Kein Problem. Tanja, du bist ja schon wach. Hör zu, ich habe ganz fantastische Neuigkeiten. Du hast was? Ich kann dein Schweigen nicht länger ertragen. Warte. Dann sag endlich die Wahrheit. Aber... Ich hab genug von den ewigen Ausreden und Lügen. Ich kann das nicht mehr. Es stimmt. Jan und ich waren mal zusammen. Ich habe dir das nie gesagt, weil ich genau das hier nicht wollte. An unserem 18. Geburtstag sind wir uns das erste Mal begegnet. Am Flughafen. Wir hatten beide keine Ahnung, dass wir Geschwister sind. Und als wir das dann irgendwann erfahren haben, das war ein Riesenschock für uns. Natürlich haben wir sofort beschlossen, uns zu trennen, aber das ging einfach nicht. Ist er Timos Vater? Nein, wie kannst du sowas denken? Was soll ich denn denken? Ich habe versucht, Jan zu vergessen, aber ich habe sogar geheiratet. Du warst schon mal verheiratet? Ja, Ist dieser Mann Timos Vater? Hey, Sport wird sowieso total überbewertet. Wer will schon einen Kerl mit Sixpack? Du natürlich nicht. Christian, egal was passiert, Hey, zusammen sag das schaffen wir nicht, ja? Das ist so ungefähr der beknackteste Spruch, den ich kenne. Also, wenn du mit einem Rentner zusammen sein willst, hier ist deine große Chance. Ich will mit dir zusammen sein, weil ich dich liebe und alles andere ist mir sowas von scheißegal. Okay, auf dein Selbstmitleid könnte ich vielleicht verzichten. Keine Aktivurlaube mehr. Die habe ich sowieso immer gehasst. Ich lieg viel lieber faul am Strand rum. Das hast du nie gesagt. Ja. Keine langen Partynächte. Ich hasse sowieso den Kater am Tag danach. Dann werde ich dick und liege nur noch auf der Couch. Das wirst du nicht, weil du ab jetzt nur noch Grünzeug bekommst. Und wir legen uns einen Hund zu. Mit dem kannst du dann jeden Tag schön gemütlich spazieren gehen. Du stehst ja richtig auf dieses Rentnerprogramm. Mhm. Ich stehe auf dich. Tanja hat den Richter bestochen? Sie hat Andeutungen gemacht. Von wegen, wann er seiner Frau zum letzten Mal Schmuck geschenkt hat und so weiter.
Und wie hat er reagiert? Begeisterung sieht anders aus. Den Prozess haben wir jedenfalls verloren. Ganz sicher? Tristan. Im Gegensatz zu Tanja hat der Richter keine Andeutungen gemacht. Er war ziemlich eindeutig. Ich kapier's nicht. Tanja hat Nerven wie Drahtseile. Wie konnte sie so... Bescheuert sein? Das sind ihre eigenen Worte. Tanja ist tatsächlich nervös geworden. Naja, zumindest kann man ihr nichts nachweisen und sie dafür verklagen, nicht wahr? Also ist Inzest in den USA gestorben. Und Linie CL ist am Ende. Es sei denn, diese neue Kollektion schlägt ein wie eine Bombe. Heißt das, du wirst Sonja nicht sagen, dass sie den Prozess verliert? Dann springt sie ab. Sie ist deine Freundin. Ja, Tanja ist meine Frau. Und deswegen musst du dir jetzt ihre Geschäftstaktiken zu eigen machen? Das war noch nie dein Stil, großer Bruder. Überleg dir gut, was du tust. Das sieht nicht gerade nach einer heilen Familie aus. Mutter, was erwartest du von mir? Wie soll das weitergehen? Gar nicht. Wir sind Geschwister. Ich habe Ihre Briefe gelesen. Wie es in uns drin aussieht, muss jeder für sich mit Gott ausmachen. Hör mal mit Gott auf. Was willst du von mir? Dass ihr euch endlich wie Bruder und Schwester benehmt. Julia liebt Ricardo, Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ja? Sehr beruhigend. Unsere Ehe hat nicht lange gehalten. Ich hatte Angst, dass ihr Nachforschung anstellt. Von Jan erfahrt. Ganz Düsseldorf wusste davon. Ganz Düsseldorf? Was ist aus Timos Vater geworden? Der ist schon lange tot. Das ist die Wahrheit. Warum habt ihr euch getrennt? Du warst schwanger. Ich habe gemerkt, dass ich Jan immer noch liebe. Aber ich habe mich gegen ihn entschieden. Und dann habe ich dich kennengelernt. Du liebst deinen Bruder noch immer. Ich liebe dich. Je öfter du es sagst, desto weniger glaube ich dir. Ich kann es nicht mehr fühlen. Es klingt für mich wie aufgesagt. Nach all dem, was du mir erzählt hast. Was bedeutet es danach? Es bedeutet alles für mich. Das hier ist mein Leben. Ich würde das niemals aufgeben. Und wenn Jan nicht dein Bruder wäre?